gegessen habe. Oh, jetzt ist wieder laut, glaube ich. Moment. So? Wäre mir auch ein bisschen leiser. So. Ist das so in Ordnung von der Lautstärke her? Oder ist es jetzt sogar zu leise? Das sieht so jetzt so wenig aus plötzlich. Genau, Pharao kriegst du noch mit tatsächlich jetzt passend. Ich weiß gar nicht, gibt es nur auf Englisch? Ja, ist okay. Das Spiel kann doch etwas lauter, okay. Ich dachte, das wäre... So. So? Alles gut. Also wir spielen jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, so bis 20 nach oder so. Pharao. Genau. So. Pharao, wie gesagt, hatten wir vorhin schon am Anfang einmal drüber gequatscht. Die alte Version habe ich früher sehr viel gespielt. Und jetzt kommt eine modernisierte Version mit hübscher Grafik und so. Komm hier, auf geht's. Proceed. Campaigns. Pre-Dynastic Period. Your family begins the Pre-Dynastic Period, leading a small band of nomads through their discovery of the arts of civilization. Your leadership helps to set Egypt on its course to eventual greatness, still glimpsed only dimly. Note. A village is born, small landscape. 6 meager shanties. Okay. Genau, es geht grundsätzlich darum, eine kleine Zivilisation aufzubauen. Und das halt in Ägypten, also es gibt auch Schreine und sowas. Nope, the village is born. Welcome to ancient Egypt, land of the pharaohs. Here you'll participate in the history of one of the greatest civilizations the world has ever seen. In an epic story that spans more than 15 centuries and 24 generations. You must lead one family, generation by generation, from its earliest beginnings in Egyptian prehistory, through the dawn of civilization, to the establishment of a unique and powerful empire and beyond. Our story begins more than 5,000 years ago, along the banks of the Nile River in an area known as Nut. Here, a small confederacy of clans struggles to eke out an existence in the harsh environment. With you at its head, your family leads this small settlement. Defeat conditions. The mission is lost if your debt rise up to... Oh. Okay. Oh, Moment, ich muss einmal... Ups. Ha. Aber ich habe es geschafft, passend zu muten. Ja, der Strauß. Das ist super, ne? So, also wir dürfen nicht zu viel verschuldet sein. Danke. Humble beginnings. The first things this village will need are housing to provide settlers with a suitable place to live, and a network of roads to allow its eventual inhabitants to find their way around easily and efficiently. Build areas of housing and you'll soon see people move into the village. Okay. Use the right panel to access construction tools. Ah, Housing. Housing. Okay, ich soll da Housing bauen. Ich soll da Housing bauen. Das kriegen wir doch hin. Wie kann ich mich denn... Ah, okay. Ja, die Steuerung könnte immer noch... Ich würde gerne mit den Pfeiltasten steuern, aber das geht nicht. Also mit WASD, aber... Wir wollen uns ja nicht beschweren. So, da kommen die ersten Leute hier. Gucket. Gucket, wie sie alle hier ankommen. Mit ihrem ganzen Wandergepäck. Oho. Wir müssen noch Straßen bauen. Hä? Ja, aber doch nicht nur außenrum. Dazwischen muss doch auch eine Straße, oder?
The path by which immigrants reach your city is known as the Kingdom Road. Migrants always need free passage from the Kingdom Road to the city's housing area. If you isolate some neighborhood from this vital link to the outside world, its homes will simply disappear. Okay, krass. Das wusste ich gar nicht. Okay, interessant. Die sind wirklich jetzt einfach disappeared hier, ne? Dann, ja. Machen wir das mal so. Ja, das ist zu weit ab, wahrscheinlich. Wusste ich zwar auch nicht, dass das... Ja, die sind da ja einfach verschwunden, ne? Wenn ich da jetzt neue hinbaue, werden die wahrscheinlich auch wieder... Glück auf, Manu! Aber es sieht schon deutlich hübscher aus als damals. To evolve their houses, your inhabitants will need basic access to water. Some well-placed wells will provide them with everything they need. Wells need to be placed on grassy areas and provide water for 2 tiles around themselves. 2 tiles. Okay. Services? Okay. Wasser. Ich vergesse immer, dass ich nicht... Sieht irgendwie so aus, als könnte ich es da nicht bauen, aber ich kann es da bestimmt bauen, ne? 2 Tiles würde ja bedeuten hier und hier, ne? Also... Dann würden ja hier alle 3 Häuser was ab. Kann ich da doch nicht bauen? Ich kann es da nicht bauen. Warum kann ich es da nicht bauen? Hä? Das Spiel will mich verarschen. Hier ist doch überall Gras. Bin ich jetzt total verwirrt hier. Water Supply? Well. Ich bin sehr verwirrt. Ich mag sowas auch total gerne. Ich habe das, wie gesagt, früher auch total viel gespielt. Aber gerade stehe ich auf dem Schlauch. Bin ich einfach nur blöd? Was ist denn da eigentlich los? Warum? Nun. Also ich kann das hier nicht... Ich muss das hier auf eine grassy area. Aber ich könnte es hier jetzt zum Beispiel nirgends hinsetzen. Ich glaube, das Spiel verarscht mich. Ich bin sehr verwirrt. Das ist aber ja die Well. Wir sind richtig. Grassy Area. Hä? Ey, was ist denn los? Das Spiel killt mich.
Ich schwöre, ich kann das hier nirgendwo bauen. Nidometer Prediction? Okay. Was ist denn das Problem? Ich verstehe es nicht. Hier ist total blöde. Hier ist doch überall Grassy Area. Hä? Theoretisch müsste ich das hier überall hinbauen können. Das irritiert mich sehr. Und Geld haben wir ja auch genug. Also es ist, und wir können ja sogar verschuldet sein. Also. Warum kann ich keine Well bauen? Bin ich doof? Ja, ich glaube auch. Wir starten nochmal neu. Turn to Main Menu. So. Campaigns. Okay. Loop. Play. Probieren wir das nochmal. So. Okay. Okay. So, wir sollten dort und dort die Häuser hinpacken. Und dann sollten wir dort und dort... Oh, ich glaube, ich habe das Problem erkannt. Ich glaube... Ja, okay, ich glaube, ich habe das Problem erkannt. Ich glaube, das Spiel möchte, dass wir hier die Wells hinpflanzen. Und da habe ich eben, weil ich so perfektionistisch bin, leider schon einen Weg hingepackt. Ups. Guck mal, wie flott die sind. Wow. Okay. Gut, gut, gut. Okay, jetzt die Wells. So, wieder langsamer machen. So. Spiel, wo willst du die Wells? Ja, das erklärt auch die durchsichtigen Versionen. Oh Mann, ey, ich hatte mich schon gewundert, was das darstellen soll. Aber guck mal, wie schnell die Häuser dann wachsen. Okay, sorry. Shame on me. Okay, jetzt haben wir ganz viele Wells. Ups. Hier steht die Einwohneranzahl. Wir haben sofort schon 250. Growing population needs a reliable source of food and some means of storing and distributing it. Certain animals like the ostriches in this region can be hunted for game. Granaries store game, meat and other foods, while bazaars distribute the food to the village's inhabitants. Build 2 hunting lodges. Aber yes. So. Chup. Chup, chup. Okay. As with most working structures, in order to function properly, these buildings must be located within reach of housing, and the city must have enough workers to staff them. Watch as the buildings spawn a walker to look for workers, and how they become animated once their workers pass by occupied houses. You can click on a placed hunting lodge to get more information. Nope. Nope. Ja. 6 employees und 6 employees needed. Schön, schön. Das ging sehr flott, weil die Häuser halt direkt daneben an sind. Und jetzt jagen die hier. Die flattern so schön, so flupp, flupp. Flupp, flupp.
Okay. 2 auf 1. Ach doch nicht, der geht weiter. Ich dachte gerade schon. Das, oh, sorry, langsam werde ich doch müde. So. Yay! Ach, ich könnte auch wieder einfach schneller machen, ne? Sorry, ich vergesse das immer. Was war unser Ziel? Hatten wir ein Ziel? While your hunters now deliver game meat to the granary, you still have no way to distribute it to your inhabitants. That's the job of the bazaar. The bazaar will send one of its workers to the granary to bring back the food. And then will send its its distributor roaming the roads to deliver it to your citizens. Nope. Bazaar. When trying to place a building near a road, you will see indicators with arrows. The green arrow shows where the building will spawn its walkers and where it will take deliveries of goods. The red arrow shows the point of return for distributors coming out of this building. Sometimes both points are on the same tile. The points might change when you build new roads next to existing buildings. You can check them at any time by simply hovering your cursor over the structure you want to verify. Interessant, ich meine, diese Pfeile gab es im alten Spiel nicht. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Distributors, whether they distribute goods or services to houses, roam the roads of your city for a time and then come back to their building. During their walk, when they reach a crossroad, they can take either direction. To avoid distributors getting lost where you don't want them to go, don't build a road network with too many intersections. Die sind also wie ich. Wenn ich zu viele Straßen baue, dann verlaufen die sich. Kann man so sagen. Der hat sich verlaufen. Der ist einmal hier hin und dann wieder zurück. One of the tools at your disposal to control the walkers is the roadblock. Roadblocks prevent distributors from going through, but let other walkers with a set destination pass. Use roadblocks wisely and you will be able to manage gigantic cities. Here, a couple of roadblocks on both sides of the Kingdom Road will prevent walkers going far away from your burgeoning city. Ich raff das noch nicht ganz. Walkers with a set destination pass. Prevent. Ach, die halten nur Distributors auf. Okay. Ach, damit die da hinten nicht sinnlos... Ah, ja, okay. Das macht Sinn. Ja, biegt alles schön ab. Fein. Ach, da hinten muss ich auch noch einen hinbauen. Ups. Build an architect post and a firehouse. Okay, das ist klug. Okay, also ein Firehouse. Darf ich das bauen, wo ich will? You can now place buildings where you want. Was? Bin schockiert. Okay. Use the destroy button on the right panel if you misplaced the building. Okay.
Also, wir brauchten einen Architekt. Ist der auch bei Services? Hygiene, Safety, Architekt. Okay. Oh, ich habe es weggeklickt. Oh. Ups. Supply enough of your inhabitants with clean water to win the mission. Was? Ich muss denen jetzt einfach nur Wasser geben, dann habe ich gewonnen. Okay. Sends a water carrier to deliver drinking water to your houses. Must be built on grassy area. Okay. Victory! We did it! We did it! We did it! Okay. Das war schwer. Okay. Okay. Teenies, the dawn of civilization. Average landscape. 10 ordinary cottages. Danke. Ich bin auch total überfordert jetzt. After many years and the passing of a generation, your family has resettled in the area of Inis, in Upper Egypt. Here, a small band of local rulers is attempting to extend its influence over Lower Egypt and all lands along the River Nile, and to unite this realm under its own house, with one supreme leader. Establishing Finis as a thriving city, like nothing ever seen before, will prove the worthiness of the Thinite Confederacy, and help them gain supremacy over Lower Egypt and the other factions vying for power. In time, this will mean providing the population with entertainment and building wonderful temples to worship the region's patron deity. To build a city this grand will require a substantial supply of cash. You'll find rich deposits of gold ore in Finis, and harvesting them should be your first priority. Geil, also Entertainment und Gold. Kann man mal machen? Genau, es war wirklich so. Jetzt darf ich machen, was ich möchte. Ach, oh, vorbei. Start to lay down your housing and provide your people with fresh water and food the same way you did it in Nubt. Try to be relatively close to those ore-bearing rocks in the northwest of the map. You are going to need to mine them. You can clear trees with the destroy button, but not only will that cost you precious Debens, these also won't grow back in future missions. You'll have to plan carefully, okay? Nordwesten, Nordwesten, naja. Geht so. Wo ist denn der Gold? Ach, da! Okay, gefunden. Das war schwer. Ja, also. Dann würde ich unser Housing, hier so. Da so ansetzen. Und so reichte das, glaube ich, oder? Ne, das war für 2. Meint ihr, das reicht? Die sterben bestimmt gleich alle. Egal. So. Da kommen die ersten. Oh, ich bin so aufgeregt. Okay. Wir brauchen Essen. Hunting Lodge. Aha, Dann brauchen wir ein Granary. Und einen Bazar. Und dann natürlich hier in der Nähe der Häuser auch noch einen Architekten, eine Feuerwehr. Oh, kann noch keine Police Station bauen. Ich hoffe, es gibt keine Verbrecher hier unter uns. Okay, das ist, kann ich die? Die gehen dann bestimmt wieder kaputt, ne? Ich baue hier mal noch so ein paar Häuser drum.
Das passt bestimmt. So. Dann noch mehr Wells. Und passt das? 1, 2, 3. Und dann kommt hier noch Water Supply. Plopp. Schön. Ha! Huch, da träumt mich schon weg. Oh oh. So, jetzt machen wir mal ein bisschen schneller hier, damit die alle einziehen. Ey, sagt mal, was kann denn die Feuerwehr eigentlich? Ey, die waren da direkt nebenan hier. Nacht, Michael. Gute Nacht. Ey, hallo. Ey. Hey. Was tut die Feuerwehr da? Ja, mach doch mal. Warum brennt nicht alles nieder? Das ist doch, ey. Ach nee, das musste ich... Ah doch, da war doch das Richtige. Das sieht komisch aus. Mann. Alles neu aufbauen. Pff. Kostet ja nix. Frechheit. Granary. So. Pff. Welch Frechheit. Hallo Tom, genau das ist die Demo zum neuen Pharao. Wobei neu, nein, es ist halt nur die Grafik ein bisschen aufgehübscht eigentlich. Von der Steuerung ist es genauso. Ich wünschte, ich könnte die Map mit WASD bewegen, aber das geht nur mit dem mittleren Maus, hier, Scrollrad. Remake, genau. Ich krieg die ganze Zeit Schluck auf. Oh no. Each structure... Ey, hier brennt schon wieder. Each structure you place costs Debens, not counting what you will spend to pay to the workers' salaries. One way to make back that money is to mine gold. Place at least 2 gold mines near veins of ore, so you can start production of this precious metal. Make sure they have access to the workforce and don't forget to protect them from risks. Risks like fire. Hat hier schon so gut geklappt mit der Feuerwehr. Ich pack da mal noch eine Feuerwehr hin. Vielleicht hilft die ja. Ist die einfach zu weit weg? So, dann bauen wir da eine neue hin. So. Okay. Also, hier sind Goldminen. Ah, da. Production. Goldmine. Mussten die da? Die müssen da doch auch irgendwie mit einer Straße hinkommen, ne? Also würde ich das schon eher hier hinsetzen, oder? Oh. Oh, wunderschöne Straße, wow. Bin stolz auf mich. Ich muss da noch Wells hinbauen, ja? Hab ich gar nicht. Ach, hier ist gar nicht so. Das ist hässlich. Moment. So. Wie kann man in der Wüste nur so brennbare Gebäude? Ich weiß auch nicht. Aber jetzt scheint es zu laufen. Es brennt zumindest noch nicht wieder. So. Aber wenn ich jetzt hier eine hinbaue, das geht doch nicht. Ah, okay. Ich kann hier eine hinbauen.
No road access, ich weiß. So. Fire in the city? Why? Why? Hassen mich doch alle hier. So, die sind da auf jeden Fall fleißig. Warum brennt mir alles ab? Hier ist die Feuerwehr. Zur Feuerwehr hier. Mano. Ey, jetzt brennt's da hinten. Ich baue jetzt noch eine Feuerwehr. Puh. Hier. Aber hey, immerhin ist die Feuerwehr nicht mit abgebrannt. Ich weiß doch auch nicht. Okay. Haben wir das Granary-Krams neu. Zum 3. Mal. Jetzt habe ich es verloren gemacht. Warte, da. So. Mann. Da kommen jetzt neue Leute. Die anderen sind alle verbrannt. Das tut mir leid. Hier wird nicht gearbeitet. Welch Schande. Was sehen meine... Oh, ich habe es weggeklickt. Oh. War bestimmt nichts Wichtiges. Nur die nächste Mission. Oh, Moment, es leuchtet hier. Village Palace. Okay, das kriege ich hin. Geil. Okay. Der kommt... wo war der nochmal? Da. Hier. Direkt neben der Feuerwehr. Die so hilfreich ist. Okay. Dann kommt hier auch noch vorsichtshalber... So. Oh, guckt mal. Wir sind reich. Oh. Wow. Die Kasse läuft über. Oh. Okay. With a supply of cash in reserve, however, comes the risk of theft. Oh. Constables can help reduce losses through theft, both by patrolling the streets to prevent crime and by subduing any criminals they encounter. The best way to prevent crime, though, is to keep your population happy with adequate food, health care and jobs. Okay. Aber erstmal bauen wir eine Polizei. Und hier auch eine Polizei. So. Für Polizei. Muss dahin auch eine Polizei hin. You can check your houses by clicking on them to see if there's a risk of crime. But sometimes you'll need to be able to see in one glance if there is any problem in the entire city. This is where overlays on the left bar will help you. Try the crime overlay first. Okay, die seht ihr glaube ich gar nicht, ne? Ja, die seht ihr nicht. Moment. Ob das jetzt noch lohnt, das jetzt noch zu verschieben, weiß ich ja auch nicht, aber... Ups, das war zu weit runter. Das ist auch noch... ich glaube, so passt, ne? Ich glaube, so passt. So, jetzt seht ihr den. Hier, da. Blub. Guck mal. Oh, grün. Grün ist gut, ne? Also, glaube ich. Ich würde behaupten, grün ist gut. Crime isn't the only challenge you will face. Health can look off, cause problems and decimate your citizens.
Physicians patrolling a neighborhood will protect its inhabitants from diseases. Providing your population with food and fresh water will also reduce the risk of diseases. Other structures will help your citizens' health going forward. The apothecary will protect houses against malaria in cities with marshes nearby, for example. Okay, ja geil, dann bauen wir doch mal einen Physician. Hier oben. Ich glaube, der Physician ist krank. Ups. Die Anzeige kann auch wieder aus, ne? Ey, ich will die Anzeige ausmachen. An Egyptian city cannot truly flourish without suitable places of worship, in the form of religious temples and shrines dedicated to one of 5 gods. Osiris, god of the Nile. Ra, god of the kingdom. Ey, oh, Moment. Ups. Ta, god of craftsmen. Set, god of destruction. Bast, goddess of the home. Danke. The patron god of Themis is Bast. To appease the gods, build enough temples and shrines dedicated to each of them to serve your current population. A walking temple sends a priest through nearby neighborhoods, granting residents access to the worship of his god. In addition to their religious effect, shrines and temples also provide a good amount of desirability for houses nearby. Shrines can be built one tile away from roads and still have access. Okay. Ich will einfach nur alles sehen. Okay. Das war schwer. So. Okay. Die Festival Squares fand ich auch immer cool. Achso, einen können wir noch gar nicht bauen. Schade. Shrine to Bast. Und da. Seid glücklich, ihr habt einen Schrein. Tempel. Geil. Egal. Both patron gods and local deities can become hostile if not shown the respect due their positions. Festivals are another way to appease the gods. Build a festival square in the city. Okay. Kann mir keiner sagen, hätte ich nicht versucht. Okay. Festival Square. Ey. Ich habe hier ein bisschen blöd gebaut, muss ich sagen. Geht besser. So. Ich mache mich dann mal Richtung Bettchen. Ja, wir hören auch sofort auf. Es ist halt auch schon sauspät. Ich muss auch dringend schlafen. Also nicht Bett fertig machen. Gute Nacht und danke fürs dabei sein. Und nochmal Tea Time. Jo. Ist gut. Meine Erkältung kickt gerade auch irgendwie voll. Ich weiß auch nicht. Irgendwie abends habe ich immer irgendwie so Richtung Spätabend kickt meine Erkältung. Nervig. Prost. Wie gesagt, danke fürs dabei sein und eine gute Nacht. Ich denke, die Dings hier ist auch gleich zu Ende und dann hören wir auch auf. Consult the overseer of the temples to determine the status of each of the gods in any particular city and whether the gods are sufficiently appeased. Lightning bolts indicate that the god is feeling hostile towards your city, while angst indicate that the god is feeling benevolent toward your city. The more you see of either, the more likely your city is to feel the god's presence, for better or worse. There are different overseers available on the left bar to help you govern your city. Check them from time to time and they should be able to answer most of your questions. Overseer of the temple. Das passt. Wo ist denn der Overseer of my temple?
Ich glaube, ich bin blind. Oder so. Egal, es läuft. Hold a festival to bust. Hold new festival. Ey. Was ist das? Was ist das? Wir müssen ein Lavish Festival. Hier. Geil. Wir machen ein richtig krasses Festival, wow. Das geht ab. As your city becomes more advanced, some citizens can enjoy leisure time activities such as taking a little entertainment. A wide assortment of entertainment is one of the hallmarks of a truly cultured city, but currently you can only provide entertainment in the form of jugglers. The juggler needs a venue on which to perform, the smallest of which is called a booth. Build a booth at a corner of roads to stage juggling performances. And a juggler school nearby to train performers. Both need access to employee housing and enough workers to staff them. Jugglers trained at the school will proceed to any nearby booth to put on shows imparting a modest amount of entertaining to the surrounding area. Ich mag kein Jonglieren. Ja, Pech ist halt deine einzige Unterhaltung hier. Also, akzeptier's. Entertainment. Juggler School. Booth. Ja. So, wir brauchen jetzt noch hier so ein, wo war denn? Nee, Wohnblock. Wo war denn so ein Workers-Haus? Egal, passt bestimmt. Hier, da ist jetzt der Juggler. So, ich würde aber sagen, bam. Es ist schon 10:30 und ich muss echt schlafen so langsam. Wir haben jetzt zwar ein paar von den Demos nicht gespielt. Hier, die beiden haben wir gerade noch gespielt. Die beiden fehlen uns jetzt noch. I'm so sorry. Da müssen wir noch mal schauen. Ja, ich fand es auf jeden Fall schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hehe. Finde ich gut, konnte ich noch dabei sein. Ja, das stimmt. Aber jetzt ist halt auch echt spät. Ich habe die ganzen Schluck auf. Wundert mich, dass Tink noch gar nicht so viel gemeckert hat. Dieser Schluck auf macht mich fertig. Was ist da los? Naja. So, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und die Spiele waren interessant. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Das mit dem Drachen fand ich, also das erste war top, das zweite war top. Das mit dem Drachen fand ich gewöhnungsbedürftig. Die Idee an sich und die Charaktere und alles fand ich cool. Ich fand es nur ein bisschen irritierend, dass ich halt nicht weitergekommen bin. Naja, aber das heißt bei mir halt auch nichts. Pharao sowieso. Macht auch Spaß. Ja. Also die beiden kann ich euch sonst vermutlich auch noch empfehlen. Ja. Dann würde ich sagen, einen guten Start ins Wochenende. Entspannt ein bisschen und so. Und ja, ich spiele am Sonntag auf jeden Fall wieder Kena weiter. Dann morgen Abend der Dark Souls Stream von Chris und so fällt aus. Die machen am Sonntag, glaube ich, weiter. Marvin spielt eventuell kurzfristig am Wochenende noch Elden Ring. Jetzt war das Wort gerade weg, wow. Ich wollte gerade Elder Scrolls sagen, aber das well. Ja. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, bis demnächst mal, würde ich sagen.